So, hallo Mädels und Jungs. Natürlich habe ich jetzt auch den Zylinder heruntergenommen, so wie man hier so schön sieht. Und habe auch alles demontiert. Und nachdem ich die eine Muttern hier nicht lösen kann, und zwar diese hier, weil auch die ganzen Suzuki-Werkstätten keiner diesen Spezialschlüssel hat, und ich nicht extra diesen Spezialschlüssel kaufen wollte, habe ich mir gedacht, ich nehme die andere Seite herunter, kupplungsseitig, und löse diese Schraube und ziehe einfach die Kurbelwelle hier, inklusive der Ausgleichswelle, auf der anderen Seite mit dem anderen Gehäuse aus und kann es dann reinigen. Und natürlich war es sehr gut, dass ich das geöffnet habe, weil das ist der herübere Deckel. Und das, was ihr hier seht, ist kein Öl, sondern, wie ihr seht, das ist ein Ölfettschmutzablagerung, die sich hier zwar nicht verhärtet hat, aber ähnlich wie ein Kautschuk ist und sich wirklich hier in dem Gehäuse durchzieht. Und hier unten hat man das ganz genauso. Noch einmal so ein Schlamm, ja, der bei den Ölwechseln und so weiter nicht herausgegangen ist. Und so wie ihr das sehen könnt, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das heißt, mit einer normalen kleinen Ölreinigung hätte sich das sicher nicht machen lassen, weil so wie ihr hier seht, wie sich das zieht, ja, war hier irgendein Problem, und das zieht sich hier in das ganze Gehäuse. Dadurch, dass ich den Motor eine Woche auf eine Seite aufgestellt gehabt habe, hier auch noch Schmutzablagerungen in dem Motor drinnen, ist das natürlich komplett herübergeflossen, aber dadurch, dass ich jetzt den Motor komplett zerlege, ist es relativ einfach, alles zu reinigen, wirklich komplett zu reinigen und dann von Grund auf neu aufzubauen. Und dann hat der Motor auch keine Probleme mehr, denn die Probleme sind sicher nur daraus resultiert, aus diesen zähflüssigen Kautschukmasse, die man nicht als Öl bezeichnen kann, sondern eher als Schmutz und Ablagerungen. Und einige haben sich halt hier massiv gebildet, und ja, das konnte natürlich nicht durch die Ölleitungen gepumpt werden, und daher hat es mir auch den Simmering herausgedrückt, weil das schwächste Glied in der Kette war. Andererseits war es auch gut, denn wäre das nicht passiert, hätte es wahrscheinlich irgendwann weil es nicht mehr gepumpt werden kann, das Öl, wäre der Filter komplett verlegt worden und irgendwann wäre der Motor kaputt gewesen. In dem natürlich, wenn die Ölleitung verstopft ist, die Nockenwelle, die Zylinderkühlung, die Kurbelwellenkühlung, die Kolbenbodenkühlung ausfällt, weil die alle auf den Ölkreislauf drauf hängt. Hier dieses Schläuchel, das ihr hier sehen könnt, leider etwas schlecht, ist nämlich die Ölkühlung für den Kolben und Kolbenboden und auch die Schmierung für die Zylinderwände. Das heißt, hier kommt aus dem kleinen Loch, wird Öl hinaufgespritzt und schmiert diesen ganzen Bereich, natürlich auch das Kolbenbolzenlager und alles, was runtertropft, auch die Kurbelwelle und die Zahnräder und so weiter. Und natürlich wird auch die Kurbelwelle von einer Öldruckleitung mit Öl versorgt und auch hier die großen Zahnräder. Aber ja, es ist zwar eine langwierige Arbeit und nicht so einfach, aber es zahlt sich aus, weil nachher hat man dann einen Motor, der sozusagen neu ist.
Denn Zylinder und Kolben muss sich nichts verändern. Der Zylinder hat nach 42.000 Kilometern noch immer hohen Spuren, was wirklich auf einen sehr guten Lauf hindeutet. Und wäre das mit dem Ölsumpf hier nicht gewesen und den Schmutz, ja, dann würde er noch immer laufen. Aber er wird auch bald wieder laufen. Wir sehen uns. Ciao. Nun, Mädels und Jungs, wie ihr hier seht, das ist das erste Mal, dass ich Öl abgelassen habe von der Freewind, nachdem der Simmering heraus gedrückt wurde. Und hier seht ihr die Reste, also das sind die Ablagerungen. Und da hier drinnen seht ihr, habe ich es einmal hineingeleert. Und das ist mehr dick und zähflüssig. Und hier sieht man, was für ein komischer Schleim das eigentlich ist und gar nicht mehr ein Öl. Also etwas ganz was Eigenartiges. Ja, und das war im Motor bei mir drinnen. Und deswegen werden momentan alle Teile gereinigt. Und zwar hier habt ihr die Schaltwelle, die Welle, die von der Kupplung kommt, und hier ist die Ausgangswelle. Die Ölbohrung war verstopft und nicht durchgängig, die habe ich jetzt durchgängig gemacht. Hier habt ihr den anderen Getriebeteil mit der Kurbelwelle. Ja. Und hier habe ich schon angefangen zu reinigen und die Dichtung zu entfernen. Allerdings muss sie noch sauber ausgewaschen werden. Ja, und dann sind die anderen Teile dran. Und natürlich nehme ich auch die Zahnräder mit den Schaltklauen und der Schaltwelle heraus und werde die auch reinigen. Und was ganz wichtig ist, diesen Ölkühlungszapfen, den werde ich auch herausnehmen und noch einmal schauen, ob ja nicht irgendwo Schmutz drinnen ist, denn der spritzt von unten auf den Kolbenbohlen und aufs Bleilager und auf den Kolben, kühlt und schmiert das Ganze, und daher sollte der unbedingt durchgängig sein. Der Rest ist schon, alle Bohrungen sind frei, und ja, bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig als reinigen, reinigen, reinigen und dann zusammenbauen. Also, passt auf, wenn euch so etwas passiert, dann habt ihr ein großes Problem, denn das verstopft den ganzen Motor, und prinzipiell oben bleiben und see you.